Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch hier aus dem wunderbaren sonnigen Norden. Und zwar, was haben wir an Themen? Auf Zuschauerwunsch haben wir das Thema bei Ryanair. Gab es ja eine Evakuierung, die, ja, ich sage jetzt mal, Fragen aufwirft. Was Fragen auch aufwirft, ist die 787 von Hansens, wann die endlich kommen. Wir haben auch andere Themen, die wir für euch vorbereitet haben. Und zwar eine A220-300 von der Swiss muss wieder Zwischennotlanden. Weiter geht es dann Airbus, die müssen 2025 viele Flugzeuge noch ausliefern, 500, das Jahr ist in der Mitte. Also hier können wir dann einmal gucken, was da passiert. Ja, dann geht es weiter. Accor Allstars, da gibt es eine Promotion, aber da kann vielleicht einer oder andere partizipieren mit Glück. Und Qatar Airways, Avios Upgrades, dreifache Abwertung und wieder keine Vorankündigung. Was ist los bei euch in Doha? What the fuck? Aber es geht sich Gott sei Dank nur um Upgrades, aber ja, schlimm, schlimm, schlimm. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und natürlich auch zu kommentieren, abonnieren, Glocke anmachen und auf School eure Meinung zu nennen. Das erste Thema ist Ryanair. Das ist der Vorgang, der passiert ist am 5. Juli. Da gab es im Cockpit einen falschen Feueralarm auf dem Flug von Ryanair RK3445. Wenn ich weiß, was es ist, das ist Palma de Mallorca nach Manchester. Und dort passierte Folgendes. Und zwar gab es dann eine Notfallevakuierung wegen des Feuermeldens. 18 Verletzte, davon sind 6 im Krankenhaus. Mindestens 3 Passagiere erlitten Brüche. Ein Passagier muss mehrfach auch operiert werden, weil natürlich Gelenke, Fersen, Handgelenke, Ellbogen, Rücken, Becken und so weiter in Mitleidenschaft gezogen werden. Also kein Spaß. Der Kritikpunkt 1 ist, dass die Notrutschen nur auf einer Seite ausgelöst worden sind, und zwar nur auf der linken. Was ist hier am Passieren? Hat jemand gemeint, er müsste Feuerwerk machen? Da habe ich mich ja gerade verjagt, du. Ja, und die rechte Seite blieb geschlossen. Stattdessen wurden Notausgänge nur über den Tragflächen genutzt. Und dann zweitens ist es so, dass bei der 737, wenn man evakuiert über die Flächen bei der 737, dass die Klappen dort ja, runtergefahren werden, dass man runterrutscht. Ich hatte das mal bei der Austrian Airlines gemacht, diese Evakuierung in der 737. Das war eine sehr spannende Geschichte, über die Klappen zu rutschen, und das geht wunderbar. Unten sind aber Matten, deshalb ist das jetzt nicht ganz so mit dem harten Asphalt vergleichbar, muss man ehrlich sein. Und da ist es so, dass die Checkliste sagt, dass die Flappstellung 40 Grad sein soll, dass sie also ganz ausgefahren sind und erleichtern damit halt das Runterrutschen. Die Bilder deuten darauf hin, dass diese nicht korrekt gestellt fahren. Probleme sind dann natürlich, dass die Höhe, von der man dann springt, relativ hoch ist und die Verletzungsgefahr damit sehr groß ist, und wir merken das ja. Auch gab es Chaos, Panik an Bord, unkoordinierte Evakuierung, laut Zeugenaussagen, also auch mehr Probleme. Ryanair sagt ganz einfach, ja, es gibt nur leichte Verletzungen, und da meint man Verstauchungen mit, nur damit ihr wisst, wovon man redet. Und warum die Flügelflappen offenbar nicht in den richtigen Positionen für eine sichere Evakuierung waren, da gibt es natürlich keine Antwort, da muss man warten, was der Untersuchungsbericht sagt. Halt ist es so, die Evakuierung verlief offenbar unkoordiniert und nicht regelkonform, aber alles hier jetzt nur aus der Sicht, und wichtig ist halt, dass solche Sachen nie Spaß machen und auch Evakuierung immer halt auch die Gefahr von Verletzungen birgt. Also ist das leider eher normal als unnormal. Warum es passiert, kann ich euch nicht sagen, aber danke nochmal für den Hinweis aus der Community, dass ihr dort, ich weiß gar nicht, sag mal, habt ihr kein Zuhause, Freunde? Ja, das sind, ja, darf ich euch leider nicht sagen, sonst wäre ich wieder politisch nicht korrekt. Ja, also Ende vom Lied ist nicht hübsch. Swiss musste einen Flug abbrechen mit einer 220-300. Das ist deshalb spannend, weil es hier eine außerplanmäßige Landung in Friedrichshafen gab. Die Swiss mit dem Kennzeichen HBJCA ist von Belgrad nach Zürich und musste am Montagmorgen umgeleitet werden. Die Cockpit-Warnung und Meldung über leichten Rauch in der Kabine. Die Sicherheitslandung erfolgte in Friedrichshafen, 115 Passagiere, 4 Crewmitglieder. Alle blieben unverletzt, die Maschine wurde nach der Landung geräumt, die Passagiere stiegen normal aus, die Busse nach Zürich wurden organisiert.
Feuerwehrrettungsdienste waren vor Ort. Ursache ist leider noch unklar, aber die Ermittlungen laufen. Denn es gab ja einen ähnlichen Vorfall und das ist ein Vorfall, der halt damals in Graz während der Rauchentwicklung war. Und da gab es ja das Problem mit der Maske, wo ein Crewmitglied verstarb leider. Und die SUST sucht weiter nach Gründen für den Vorfall. Die SUST ist die Unfallbehörde in der Schweiz. Ja, wieder ein Rauchproblem beim Airbus A220-300. Sicherheitssysteme funktionieren, halt Warnung und Umleitung. Erneute Diskussion ist halt so um die Wartung und die Sicherheit der A220er bei der Swiss. Und ich finde es ja merkwürdig, dass da jetzt wieder gesagt wird, bei Swiss irgendwas im Argen. Ist halt Pech. Also das ist halt jetzt nichts, wo man der Swiss was vorwerfen kann. Ich glaube nicht, dass die Swiss bei der Wartung da irgendwelches Schindluder treibt. Wer Schindluder getrieben hat bei Allegris, und dann wisst ihr auch, wovon ich rede, ist Hansens. Und da ist es so, dass man in 2025 weniger Flugzeuge erwartet, die 787-9er, weil das Zulassungsprobleme gibt. Die Verzögerung bei der FAA ist halt so, dass man dort natürlich guckt, was mit der Sitzverankerung das Problem ist und verlangt strengere Crashtests am Kabinenboden. Muss man halt nachgucken, dass da auch nichts passiert. Die erste Auslieferung soll halt frühestens jetzt im September 2025 sein und nicht im Sommer. Die Flottenengpässe können damit erst nach dem Sommerflugplan von der Lufthansa gelindert werden. Als Übergangslösung will man die 787-9 immer noch unvollständig von der Zulassung her fliegen lassen. Teile der Business Class bleiben damit gesperrt und nicht buchbar. Ursprünglich war halt der Einsatz auf den Langstrecken geplant, auf kürzeren. Für 2025 rechnet man zunächst mit 4 bis 5 Auslieferungen im Sommer plus einer weiteren bis Jahresende, also bis plus weiteren, also nicht nur einer, sondern mehreren. Aktuell warten 15 787-9er in Lufthansa-Lackierung in den USA auf die Überführung und in Frankfurt werden diese schon händeringend gebraucht. Die Problematik mit der Zulassung ist halt bei der Flottenmodernisierung ein Riesenproblem und ja, man möchte halt auch mit der Einschränkung der Kabine trotzdem dann wohl starten. Und ich muss halt ehrlicherweise sagen, dass es eine bittere Bilanz für Lufthansa ist, weil Allegris 2027 angefangen mit den Planungen, sogar 13 angefangen mit dem Beginn der Planung, 2017 die offizielle Ankündigung, 2024 erste Linienflüge, allerdings ohne die First Class. Im Juli gibt es nur 9 Maschinen mit Allegris, das sind unter 10%. Keine einzige in Frankfurt, 15 Monate nach dem Start noch kein flächendeckendes Produkt. Und im Sommer die Zukunftsaussichten schwierig, ne, wenn die Maschinen nicht kommen. Die 787 wahrscheinlich erst 2026 sinnvoll auf der Langstrecke einsetzbar. Und ja, wer soll sie noch haben? Die 777, ja, aber wann kommt die denn? Ja, Sommerflugplan 2027 oder so, keine Ahnung, man weiß es nicht genau. Und das wären dann 10 Jahre nach der Ankündigung. Und das Kabinendesign ist konzeptionell heute auch schon teilweise überholt, weil es ja seit 7 Jahren unverändert ist. Also ich finde das jetzt eher nicht so lustig. Also man muss halt wirklich die 747er weiter betreiben und weiter benutzen und muss da halt mit Gas geben und die dann auch nachrüsten mit Allegris. Und die künftige Flottenplanung sollte man wirklich smarter machen, frühzeitig die 350-1000er oder die 330-900er holen für Austrian Discover, weil die sind ja auch betroffen von der 787. Also das muss man ja auch wissen, das ist bei Austrian ja auch ein Thema. Und schade für die Crews, aber auch gerade für uns, für die Passagiere ab Frankfurt, die wir fliegen, dass wir halt ein Substandardprodukt haben. Aber ich denke mal, in Frankfurt hat man gelernt. Bin ich mal gespannt. Was denkt ihr, hat Frankfurt gelernt, ja oder nein? Ich bin mal optimistisch und sage ja. Airbus muss 2025 noch über 500 Flugzeuge ausliefern, nachdem man ja die Zahlen gesagt hat, dass man dort Gas geben möchte. Und im ersten Halbjahr 2025 wurden ja ca. 300 Flugzeuge ausgeliefert. Und allein im Juni waren es rund 60 Auslieferungen. Das Ziel von 820 Auslieferungen ist also noch weit entfernt.
Über 520 Flugzeuge müssen im zweiten Halbjahr ausgeliefert werden, aber die LEAP-1A-Triebwerke zum Beispiel sind eine Verzögerung. Heißt also, die Triebwerke sind mit der Lieferkette das Hauptproblem. Auch andere Lieferkettenstörungen führen zu den gestauten Maschinen. Das sind Flugzeuge, die nennt man dann Glider, weil die haben ja keine Triebwerke, die können halt nur gleiten, ne? Und besonders betroffen ist das Neo-Programm. Airbus befindet sich im Produktionshochlauf. Man möchte ja 75 A320 bis 2027 monatlich schaffen. Das ist also eine krasse Zahl. Guillaume Faury nannte das 2025er Ziel trotz aktueller Lage ein wenig anspruchsvoller geworden sei. Und ja, die vierstellige Jahresproduktion theoretisch bereits möglich, wenn es keine Lieferkettenprobleme gäbe. Also hätte Fahrradkette. Und die Lieferkettenprobleme sind halt das Hauptproblem. Viele von uns haben als Hauptproblem keinen Status, aber da kann man bei All Life Limited den Status Fast Track vielleicht benutzen mit 15 Bonusnächten für die Aufenthalte, also bis zum 31. Dezember 2025. Hier kommt die Polizei, das ist Krankenwagen, ich weiß es nicht. Und hier passiert was, ne? Da ist es so, dass die Mitarbeiter der Development Bank in Singapur, DBS, oder der Insurance Australia Group, IAG, für die Aufenthalte das bekommen. Registrierung ist über die spezielle Angebotsseite möglich. Buchung muss, das ist ganz wichtig, über die Firmentarife erfolgen. Nur gültig für Classic, Silber und Gold. Platin, Diamond, Limitless Member sind ausgeschlossen. Heißt also Bonusnächte Classic 5 Nächte, Silber 10 Nächte. Normalerweise erreicht man ja Gold erst nach 30 Nächten und schon Gold nach 60 Nächten, mit 15 Nächten ist das geil, und Silber nur nach 30 Nächten. Also schon ein cooles Angebot. Für alle Angebote gilt in der Regel nur gültig bei Buchung eines vorhandenen Firmenstatus, Rahmenplans. Also wer da Zugriff hat oder jemand kennt, ihr wisst, was ich meine. Accor wirbt halt mit diesen Statusboni gezielt Firmenkunden an und sollte mal gucken, ob es vielleicht auch noch andere Arbeitgeber gibt. Was jetzt ein Problem ist, ist Qatar Airways. Qatar Airways ändert die Punkte und die Bedingungen des Programms ja wie andere Leute anscheinend Unterhosen wechseln. Und da ist es so, dass die sich innerhalb von einem Jahr 3-mal geändert haben. 3-mal. Und das Problem ist nicht nur die Änderung, sondern auch die mangelnde, um nicht zu sagen fehlende Kommunikation. Im Sommer 2024 wurde die 5% Rabatt für Platin-Mitglieder entfernt. Dann im Herbst 2024 15 bis 30% Abwertung für alle, abhängig von der Buchungsklasse. Und neueste Änderung ist halt unterschiedliche Preise je nach Einlöseweg. Online regulär am Flughafen sind 30 bis 40% Avios nötig. Problem bei Online-Upgrades sind kaum verfügbar, daher ist man auf die teuren Flughafenvarianten angewiesen. Ergebnis ist halt effektiv die Kosten verdoppelt im Vergleich zu Anfang 2024. Um mal zu gucken, wie das auf einer Strecke, die ich auch öfters geflogen bin, Los Angeles, Doha, 50% teurer. Die Problematik ist halt, dass es keine Transparenz hier gibt und die negativen Auswirkungen einfach so mal nonchalant eingeführt worden sind, ohne da wirklich auch nur zu sagen, hey, wir ändern da was. Und die Kommunikation mit Mitgliedern bleibt mangelhaft. Qatar Airways hat die Lektion zum Thema Kundeninformation offenbar nicht gelernt und kümmert sich da auch wahrscheinlich um uns nicht drum. Wiederholt angekündigte Abwertungen sind ja schon schlimm genug, aber wenn sie unangekündigt sind, ist das noch ein riesigerer Vertrauensverlust. Und für alle, die halt mit, ja, ich sage es, mit American Express Avios gesammelt haben, noch schlimmer. Amerikanische Kreditkarten als Stichwort. Empfehlung ist natürlich, teilt sie immer mit, wenn ihr solche Abwertungen bemerkt, damit wir sie mitteilen können. Ich danke euch, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV dabei wart. Und denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und natürlich auch bis zur nächsten Sendung. Also, danke, bis dann, ciao, ciao und denkt an die Kreditkarten, amerikanische. Machen Sie. Bis dann, ciao.